Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit einem sehr interessanten Thema zum Ranger. Nämlich wurde im Stream gefragt, wie es sich verhält in verschiedenen Konstellationen, beziehungsweise was besser ist, auf dem Bogen zu haben als Element quasi, Feuer oder Wasser, wenn man gegen Wassermobs kämpft. Warum ausgerechnet gegen Wassermobs oder warum generell ist das Element beim Ranger überhaupt interessant? Es geht vor allem um die Skills eben, wie gerade schon gesagt. Also es geht um AOE Ranger, also es geht um Flame Arrow und Ice Arrow. Zwei Skills von Ranger, die ähnlich wie Elementor Skills und Mage Skills vom Element tatsächlich aktiv beeinflusst werden. Fast alle anderen Skills im Spiel sind eigentlich neutral. Das sind eigentlich die einzigen Ausnahmen bei Ranger und Elementor, sind die einzigen, die Element quasi, Element AOEs oder Element Skills benutzen können und eben Mage. Und da wurde jetzt eben eine Frage gestellt, die ich noch ein bisschen erweitert habe auch, oder ich habe es mir jetzt nicht Wort für Wort aufgeschrieben, die Frage. Auf jeden Fall gucken wir uns das heute zusammen an. Und ich habe aber keine Excel-Tabelle für euch, keine Sorge, es ist so ein simples Thema, dass wir keine Excel-Tabelle brauchen, die uns irgendwas sagt, sondern wir sehen das hier eigentlich ziemlich offensichtlich. Und genau, also grundsätzlich ist schon mal so, dass Ranger eben entweder Feuer auf die Waffe machen kann, um Flame Arrow zu verstärken, oder Wasser auf die Waffe, um Ice Arrow zu verstärken. Jetzt ist es aber so, Feuer und Wasser oder Fire and Ice in dem Fall, wie es thematisch passen würde, funktionieren ja nicht so gut zusammen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Wasser auf meine Waffe mache, ist es ja also schlecht für meinen Feuerskill sozusagen. Das ist so Elementor-Grundwissen. Und wenn ich Feuer auf meine Waffe mache, dann ist es aber schlecht gegen zum Beispiel Wassermonster. Und das heißt, ich kann quasi mit Wasser auf der Waffe dafür sorgen, dass ich bei Wassermonstern keinen Nachteil habe für den direkten Impact des Skills. Zeitgleich verstärke ich meinen einen Skill, verschlechte aber trotzdem meinen anderen Skill. Also es ist ein bisschen verwirrte Logik sozusagen. Muss man erstmal ein bisschen dahinter steigen, aber ich zeige es euch gleich, dann ist eigentlich ganz klar, was ich meine. Und da wurde eben gefragt, ja, was ist jetzt die beste Kombination? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Wassermonstern kämpfe, mache ich dann trotzdem Feuer auf die Waffe? Weil erstmal ist der Instinkt ja quasi, naja, gegen Wassermonster habe ich ja kein Feuer auf der Waffe. Ich verstärke zwar damit Flame Arrow, zeitgleich ist es aber schlecht gegen Wassermonster. Also stelle ich mir damit nicht im Endeffekt selbst ein Bein, also wird damit nicht Flame Arrow noch schlechter sozusagen durch dieses Element auf der Waffe. Und zeitgleich, wenn ich das eben umdrehe, wenn ich quasi Wasser auf die Waffe mache und damit Ice Arrow verstärke, ist das dann sozusagen nicht klüger bei Wassermonstern. Und die Antwort ist so eindeutig, dass ich das jetzt einfach demonstrieren kann eigentlich. Also es sind mehrere Fragen, ihr seht schon, es ist eigentlich nicht eine Frage, es sind mehrere Fragen, die ineinander übergehen. Also ich habe mir wieder ein paar Wooden Bows hier erstellt mit Feuer und Wasser plus 1, reicht auch. Und wir nehmen jetzt erstmal den Feuerbogen. Und logischerweise, wenn ich jetzt den Wasserdummy angreife, ist der Damage verschlechtert. Also wir haben hier 7, 5 und 2, 8 als Damage. Könnt ihr euch mal so grob merken, 7, 5, 2, 8 mit Feuer gegen Wasser. Jetzt wechsle ich auf den Wasserbogen. Wir machen wieder Flame Arrow. 7, 5, 2, 8. Und der Schaden ist 6, 2, 2, 3. Also ist lustig, was passiert, ne? Also grundsätzlich ist es jetzt so, wie gesagt, man muss ein bisschen dahinter steigen. Also die grundsätzliche Regel ist ja quasi, Wasser ist gut gegen Feuer und Feuer ist schlecht gegen Wasser. Ja, das sind einfach die Gegenelemente sozusagen. Und wenn wir jetzt Wasser auf den Bogen packen, dann passiert Folgendes. Wir verschlechtern unser Flame Arrow Zusatzeffekt, der fällt quasi weg. Also normalerweise haben wir Feuer auf der Waffe, dadurch wird Flame Arrow verstärkt. Wir verlieren diese Verstärkung und zusätzlich machen wir ihn sogar noch schlechter. Das sieht man auch auf H. Warum blende ich eigentlich das H nicht ein? Da sieht man es eigentlich am besten. Und zwar habe ich jetzt ja quasi hier Wasser auf der Waffe und, achso, Moment mal, das ist falsch. Und kriege hier den Wasserangriff auf die Waffe. Und wenn ich Feuer auf der Waffe habe, kriege ich den Feuerangriff. Und das wird zwar nicht angezeigt, aber es ist tatsächlich so, es funktioniert auch im Negativen. Das wird tatsächlich hier nicht angezeigt. Bei den Rüstungswiderständen wird es tatsächlich besser angezeigt. Also da ist es tatsächlich so, weil es halt für die meisten Klassen nicht relevant ist. Es ist halt wirklich nur extrem spezifisch für Ranger und Elementor, deswegen wird es wahrscheinlich nicht angezeigt. Aber wenn ich jetzt 7% Wasser hier oder Feuerbonus bekomme, verschlechter ich zeitgleich das andere Element sozusagen. Also das heißt, wenn ich hier Wasser auf der Waffe habe, habe ich nicht nur nicht 7% mehr Schaden durch Feuer oder durch Flame Arrow, sondern ich habe sogar 7% weniger. Also aus dem plus 7 wird sozusagen minus 7. Das heißt, es ist ziemlich erheblich, dass ich hier Wasser auf die Waffe mache, weil das Flame Arrow gleich doppelt schwächt. Ich verliere meine Verstärkung
und kriegt direkt noch -7 draufgepackt. Also es ist ein richtiger Schlag ins Gesicht quasi. Und deswegen ist dieser Unterschied so extrem, weil man ja meinen müsste, naja, aber das Element ist ja irgendwie neutral oder so. Aber nein, es verschlechtert, also nimmt uns den Bonus und verschlechtert Flame Arrow zeitgleich. Und deswegen ist dieser Unterschied so massiv. Und die andere Frage, die darin übergeht, naja, aber ich verstärke ja mit Wasser auf der Waffe. Also ja, ich habe jetzt Flame Arrow verschlechtert, weil das eigentlich schon das Ausschlusskriterium ist, weil Flame Arrow mit Abstand der stärkste Skill ist von Ranger für AOE. Aber man könnte ja vielleicht noch argumentieren, naja, aber ich verstärke ja Ice Arrow damit. Ice Arrow mit Wasser +1, also mit Bonusschaden, macht hier 11.400 und mit Feuer 10.400. Das heißt, wir kriegen 1000 Schaden bei Ice Arrow. Gucken wir uns aber nochmal den Unterschied an bei Flame Arrow. Da ist allein der Impact 7,528 und dann haben wir den Damage over Time, der dann 2,8 bleibt. Versus 6,2 und 2,3. Das heißt, wir verlieren on Impact 1300 und bei jedem Damage over Time Hit 500. Das ist, glaube ich, 6 Hits sind, müssten es, glaube ich, sein. 3, 4, 5, 6. Genau. Das heißt, wir verlieren 1300 on Impact und dann nochmal 3000 im Damage over Time. Das heißt, wir verlieren 4300 Schaden und Ice Arrow gewinnt 1000. Ja. Und damit merkt ihr schon, das ist auch wirklich die grundsätzliche Regel bei AOE Ranger oder Hit-and-Run Ranger. Immer Feuer +1 auf die Waffe. Es ist immer so, auch bei Wassermonstern, auch da Feuer +1, immer Feuer +1, weil ihr euch zum Beispiel mit Wasser, und Wasser ist das einzig andere Element, was man nehmen kann als AOE Ranger, weil wie schon gesagt, wir haben Flame Arrow, Element Feuer und Ice Arrow, Element Wasser. Arrow Rain hat kein Element. Piercing Arrow hat kein Element. Boom Burst wollte ich sagen, aber das heißt jetzt ja Bum Bum auf Deutsch. Bum Bum hat auch kein Element. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Blitze auf die Waffe mache, dann wäre es tatsächlich auch schlecht, weil wir Ice Arrow auch verschlechtern, wie gesagt, wegen dem Gegenelement. Aber es würde mir nichts bringen, weil ich würde nichts buffen. Und wenn ich nichts buffe, dann verliere ich diesen ganzen Skill-Element-Bonus, den wir als Ranger und auch als Elementor eben haben. Also als Elementor ist es so, dass es, also ich persönlich immer sage Wasser +1, weil auch da ist es so, es gibt halt einen spezifischen Skill, der so extrem stark ist, dass es vollkommen egal ist, ob man andere Skills dadurch quasi nicht bufft oder manchmal sogar irgendwie kontraproduktiv quasi. Du hast Wasser und kämpfst gegen Blitz oder so. Und hier bei Ranger ist es genau das gleiche. Ich habe Feuer und kämpfe gegen Wasser. Also die Intuition sagt, nimm das Feuer vom Bogen. Aber die Praxis sagt tatsächlich, wie ihr hier jetzt gut sehen konntet, nein, selbst dann, wenn ich gegen Wassermonster kämpfe, bleibt Feuer auf der Waffe und Flame Arrow bleibt mein stärkster Skill. Ist einfach eine Tatsache. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, naja gut, aber wie sieht es denn neutral aus? Wenn ich jetzt nicht Wasser auf die Waffe packe, dann habe ich ja nicht diesen Negativ-Damage, also diesen Wertverlust sozusagen. Ja, das stimmt. Also neutral sieht es natürlich besser aus als mit Wasser auf der Waffe. Achso, das hätte ich euch auch noch zeigen können, ja, so um das zu beweisen, dass das stimmt. Also nochmal hier quasi. Wir haben, das ist quasi +7. Dann haben wir 7,528. Das hier ist neutral, also 0. Da haben wir 2,6 und 6,9 waren es, glaube ich. Ich mache es nochmal. Ich hasse das so sehr, wenn die Damage-Zahlen übereinander liegen. 6,9, genau, 6,9 und 2,6. Und mit Wasser, jetzt steht hier zwar nicht -7 dabei, aber das muss man sich dazu denken. Und das ist eigentlich das, was ich euch letztendlich heute damit zeigen wollte. Das -7 steht nicht dabei, es ist aber trotzdem da. Feuer -7, weil Wasser auf der Waffe und Wasser ist das Gegenelement von Feuer sozusagen, das Negativelement. Jetzt haben wir 6,2 und 2,3. Also das heißt, man hat bei Elementor und Ranger immer diese 3 Variationen. Die gebuffte Variation, die neutrale Variation und die gedebuffte Variation, die nicht mal angezeigt wird. Was ich absolut nicht verstehen kann, weil ja, für die meisten Klassen ist es irrelevant, aber grundsätzlich wäre es eigentlich trotzdem nicht schlecht, das immer wieder anzuzeigen. Selbst wenn du jetzt keine Skills verwendest, die aktiv gedebufft werden, sozusagen durch das Element auf der Waffe, gilt es für die Auto-Attacks ja trotzdem. Also, jetzt habe ich Wasser auf der Waffe und ja, jetzt mache ich nicht weniger Schaden an Feuermonstern. Ja gut, es wäre irritierend. Na gut, not gonna lie, es wäre irritierend, ja. Gut. Zugegeben, es wäre irritierend. Also es ist wahrscheinlich auch besser, dass es nicht angezeigt wird. Aber für Elementor und Ranger wäre es schon hilfreich, weil es gibt bestimmt viele Leute, die das nicht wissen und die vielleicht denken, jetzt mache ich einfach Wasser auf die Waffe, buff mein Ice Arrow und alles ist cool. Dabei würden sie mit Feuer +1 auf der Waffe bei Wassermonstern viel mehr Schaden machen als mit Wasser +1. Also ihr merkt schon, es ist eigentlich ein simples Thema.
Aber mit den ganzen Element-Dingern, ja, da muss man erstmal drinstecken. Im Endeffekt muss man es einfach ausprobieren, dann versteht man sofort, wie ich es gerade gemacht habe mit den 3 verschiedenen Variationen. Und da muss man sich halt noch angucken, aber was ist mit dem anderen Skill? Und da haben wir schon gesehen, es gibt uns nur 1000 Schaden, also der andere Skill ist quasi vollkommen irrelevant. Bei Ranger dreht sich alles um Flame Arrow und deswegen gehört auch Flame Arrow, also Feuer, immer auf die Waffe, wenn man AOE't. Wenn man nicht AOE't, dann muss man natürlich halt entsprechend anpassen, aber wenn man AOE't, dann immer Feuer auf die Waffe und +1 reicht. Genau. Perfekt, damit haben wir das erledigt. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Noch einen Blick auf meinen coolen Ranger werfen. Yeah. Und wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.